Kant unterscheidet in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten zwei Arten von Imperativen. Imperative gebieten entweder hypothetisch oder kategorisch. Was Kant unter Imperativen versteht und was der Unterschied zwischen hypothetischen Imperativen und dem kategorischen Imperativ ist, erfährst du in diesem Clip. Ein Imperativ ist ganz allgemein ein Befehl, eine Handlungsanweisung oder ein Gebot. Er sagt dir, wie du handeln sollst. Bei Kant meint Imperativ ein objektives, vernünftiges Prinzip der Willensbestimmung. Es handelt sich um eine objektiv geltende Handlungsnorm, die sich an den Menschen als sinnlich vernünftiges Wesen wendet. Menschen handeln nämlich nicht notwendigerweise vernünftig, sondern werden auch sinnlich, durch Neigungen, persönliche Vorlieben, Gefühle und Interessen sowie durch erwartete Konsequenzen beeinflusst. Daraus ergibt sich der nötigende, der imperativische Charakter dieser Handlungsnorm. Handlungsnormen beeinflussen den menschlichen Willen gegen sinnliche Widerstände. Sie wirken als Imperativ auf den menschlichen Willen ein. Weil der Mensch kein rein vernünftiges Wesen ist, stellen Imperative für ihn eine Nötigung dar. Kant schreibt: Alle Imperative werden durch ein Sollen ausgedrückt und zeigen dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an, der seiner subjektiven Beschaffenheit nach dadurch nicht notwendig bestimmt wird, eine Nötigung. Hypothetisch bedeutet auf einer Annahme beruhend. Hypothetische Imperative drücken eine Mittel-Zweck-Beziehung aus. Es handelt sich um implizite oder explizite Wenn-Dann-Sätze. Sie sind subjektiv, also je nach Person, Situation und so weiter gut. Sie sind gut für etwas. Man tut etwas, um etwas anderes zu erreichen. Wer den Zweck will, sofern die Vernunft auf seine Handlungen entscheidenden Einfluss hat, auch das Mittel. Innerhalb der hypothetischen Imperative unterscheidet Kant nochmal zwischen den technischen Imperativen oder Regeln der Geschicklichkeit und den pragmatischen Imperativen oder Ratschlägen der Klugheit. Technische Imperative oder Regeln der Geschicklichkeit sollen das Leben erleichtern. Sie gebieten eine Handlung unter der Voraussetzung irgendeines Zweckes. Wer diesen Zweck will, muss vernünftigerweise auch das Mittel wollen. Ein Beispiel für einen technischen Imperativ wäre: Wenn dich die Sonne blendet, trage eine Sonnenbrille. Auch bei dem Imperativ, wenn du jemanden erstechen willst, dann benutze einen spitzen Gegenstand, handelt es sich um einen technischen Imperativ. Pragmatische Imperative oder Ratschläge der Klugheit geben Tipps für ein subjektiv glückliches Leben. Sie gebieten Handlungen im Hinblick auf den von allen Menschen gewollten Zweck der Glückseligkeit. Dabei wird vorausgesetzt, dass alle Menschen nach Glück streben. Das einzige nicht-moralische Ziel, das wir mit natürlicher Notwendigkeit wollen, ist nämlich unser eigenes Glück. Nach Kant ist das Glück jedoch ein unbestimmter Zweck. Jeder versteht etwas anderes darunter. Diese Imperative gelten dementsprechend nicht für jeden Menschen gleichermaßen, da jeder Mensch sein Glück unterschiedlich definiert. Es ist nicht klar, welche Mittel tatsächlich zur Glückseligkeit führen. Ein Beispiel für einen pragmatischen Imperativ wäre: Heirate und gründe eine Familie. Hier sehen wir bereits die eben angesprochene Schwierigkeit. Nicht jeder Mensch muss heiraten oder eine Familie gründen, um glücklich zu sein. Dementsprechend kann ein solcher Imperativ nicht allgemein gültig sein. Hypothetische Imperative gelten also nur, wenn die Annahme gilt. Wenn die Sonne nicht scheint, brauche ich keine Sonnenbrille. Wenn ich niemanden erstechen will, benötige ich keinen spitzen Gegenstand. Wenn ich ohne Heirat und Familie glücklich sein kann, muss ich nicht heiraten und keine Familie gründen. Hypothetische Imperative können zwar mit dem moralischen Gesetz übereinstimmen, sind jedoch nicht von diesem bestimmt, sondern von dem Zweck, der erreicht werden soll. Handlungen, die sich nach hypothetischen Imperativen richten, können demnach legal oder illegal sein, nie jedoch moralisch. Der kategorische Imperativ hingegen ist ein rein formales Gesetz. Er ist objektiv notwendig, ohne Beziehung auf einen Zweck. Er gilt ohne Bedingung, kategorisch.
Er ist für alle gut, sittlich gut, gut an sich. Den kategorischen Imperativ gebietet allein die Vernunft. Er ist rein formal, also frei von Erfahrungen, inhaltlichen Bestimmungen und Neigungen. Den kategorischen Imperativ formuliert Kant in verschiedenen Formeln. Die beiden wichtigsten Formeln sind die Universalisierungsformel und die Zweck-an-sich-Formel. Die Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs lautet: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Das moralische Gesetz und damit der kategorische Imperativ hat laut Kant viele Vorteile. Man muss nicht besonders klug oder erfahren sein. Man muss auch nicht alle möglichen Konsequenzen überdenken. Da der Mensch nicht in die Zukunft schauen kann, kann er ja sowieso nicht wissen, was die tatsächlichen Konsequenzen seiner Handlung sein werden. Man muss die Handlung lediglich mit dem kategorischen Imperativ auf ihre Moralität hin überprüfen. Der kategorische Imperativ gilt ohne Bedingung, also immer und unter allen Umständen, eben kategorisch. Den kategorischen Imperativ gebietet allein die Vernunft. Wenn er befolgt wird, ist die Handlung moralisch. Moralische Gesetze müssen nämlich unabhängig von unseren Neigungen oder Interessen gelten, also kategorisch und ausnahmslos. Moralische Gesetze sind als Gesetze der Freiheit zugleich autonome Gesetze, die von uns selbst hervorgebracht sind. Kant spricht übrigens manchmal auch im Plural von kategorischen Imperativen. Damit gemeint sind dann inhaltlich gefüllte Handlungsanweisungen, die sich aus dem kategorischen Imperativ in seinen verschiedenen Formeln ableiten lassen. Die Lossagung von allem Interesse beim Wollen aus Pflicht ist das spezifische Unterscheidungszeichen des kategorischen vom hypothetischen Imperativ. Richte ich meine Handlungen nach hypothetischen Imperativen aus, so können diese sehr wohl pflichtmäßig und damit legal sein. Da das Handeln aber an bestimmte Bedingungen, nämlich erwartete Folgen oder Neigungen geknüpft ist ein solches Handeln nicht moralisch. Wende ich hingegen den kategorischen Imperativ an, handle ich aus Pflicht. Nur das moralische Gesetz, also die praktische Vernunft, bestimmt dann den Willen. Nicht irgendein Interesse, also weder Neigung noch erwartete Konsequenzen. Nur dann ist die Handlung moralisch. Mit dem Quizlet-Lernset Kant Unterscheidung zweier Arten von Imperativen kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!